Lektion 1: Vorbereitung auf den Unterricht. Ich werde darauf achten, mich dem Unterricht entsprechend zu kleiden. Das ist eine gute Idee. Was wirst du anziehen? Ich denke darüber nach, bequeme Kleidung zu tragen. Komfort ist unerlässlich, insbesondere wenn wir uns viel bewegen werden. Genau. Wie lange dauert eine Unterrichtsstunde in der Regel? Ich glaube, jede Sitzung dauert etwa eine Stunde. Das klingt machbar. Ich hoffe, es wird spannend. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Der Kursleiter hat hervorragende Bewertungen. Haben Sie überprüft, welche Materialien wir mitbringen müssen? Flav, wir sollten Notizbücher und Stifte mitbringen. Gute Idee. Ich mache mir sehr gerne Notizen im Unterricht. Tjoch, es hilft, das Gelernte zu festigen. Ich frage mich, ob es Gruppenaktivitäten geben wird. Ich hoffe es. Die können richtig Spaß machen. Ja, das ist eine tolle Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Flav, Netzwerken kann zu neuen Freundschaften führen. Ich freue mich auf diesen Kurs. Tjoch, lasst uns diese Chance optimal nutzen. Gemeinsam können wir aus dieser Erfahrung lernen und daran wachsen. Lektion 2: Herausforderungen meistern. Ich habe das Gefühl, dass ich nichts tun kann, um mich aus dieser Misere zu befreien. Ich verstehe dieses Gefühl. Es kann manchmal wirklich entmutigend sein. Ende 1990 sah ich mich mit vielen Hindernissen konfrontiert. Was geschah in dieser Zeit? Ich hatte Schwierigkeiten, in meiner Karriere Fuß zu fassen. Das kann unglaublich frustrierend sein. Haben Sie sich Hilfe gesucht? Das habe ich getan, aber ich hatte das Gefühl, niemand verstand meine Situation. Manchmal braucht es Zeit, die richtige Unterstützung zu finden. Ja, und ich fühlte mich von allem überwältigt. Es ist völlig normal, so zu empfinden. Wie sind Sie mit schwierigen Zeiten umgegangen? Ich habe mich auf kleine Schritte konzentriert, anstatt das große Ganze im Blick zu behalten. Das ist klug. Kleine Schritte können zu bedeutenden Fortschritten führen. Tja, auch kleine Erfolge zu feiern, kann die Moral stärken. So habe ich das noch nie betrachtet. Es klingt logisch. Denk daran, du bist damit nicht allein. Vielen Dank für Ihre Ermutigung. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Gemeinsam können wir unsere Erfahrungen austauschen und voneinander lernen. Das weiß ich zu schätzen. Lasst uns gegenseitig in Zukunft unterstützen. Lektion 3: Historische Sehenswürdigkeiten erkunden. Sind Sie schon einmal über die Karlsbrücke gelaufen? Ich habe es noch nicht erlebt, aber es klingt faszinierend. Das stimmt wirklich. Der Blick auf die Stadt ist atemberaubend. Das kann ich mir vorstellen. Was können wir denn sonst noch von der Brücke aus sehen? Man kann wunderschöne Statuen und den Fluss darunter sehen. Das klingt bezaubernd. Ich liebe historische Sehenswürdigkeiten.
Hinter jeder Statue auf der Brücke verbergen sich viele Geschichten. Ich würde diese Geschichten sehr gerne hören. Ich kann Ihnen während unseres Spaziergangs einige interessante Fakten erzählen. Unbedingt. Mir macht es Spaß, beim Erkunden etwas über Geschichte zu lernen. Wussten Sie, dass die Brücke aus dem 14. Jahrhundert stammt? Pfiffe, das ist ja unglaublich. Es muss so viel Geschichte miterlebt haben. Ja, es war eine lebenswichtige Verbindung über den Fluss hinweg. Ich schätze Orte, die eine so große Bedeutung haben. Ich auch. Es bereichert unsere Reisen. Ich werde auf jeden Fall viele Fotos machen, um mich an dieses Erlebnis zu erinnern. Das ist eine großartige Idee. Die Kulisse eignet sich perfekt für Fotos. Lasst uns über die Brücke gehen und alles auf uns wirken lassen. Ja, ich freue mich sehr, diesen Moment mit Ihnen zu teilen. Lektion 4: Bewertung von Vorschlägen. Ich glaube, wir sollten auch mehr Details in unseren Plan aufnehmen. Ich stimme zu. Konkrete Angaben können die Klarheit für die Beteiligten verbessern. Genau. Das zeigt, dass wir an alles gedacht haben. Insgesamt halte ich es für einen soliden Vorschlag. Ja, die Kennideen sind fundiert und gut recherchiert. Was halten Sie vom Burggertal? Ich halte das für realistisch, aber wir sollten vielleicht einige Kosten rechtfertigen. Das ist ein guter Punkt. Klare Begründungen können Vertrauen schaffen. Sollten wir auch potenzielle Risiken und Risikominderungsstrategien einbeziehen? Ruf, das beweist unsere Weitsicht und unsere Vorbereitung. Die Idee gefällt mir. Dadurch wirken wir professioneller. Zudem zeigt es, dass wir proaktiv vorgehen. Wie sieht es mit dem Zeitplan aus? Ist er machbar? Ich glaube schon, aber wir sollten einen gewissen Puffer einplanen. Das wäre klug. Unvorhergesehene Verzögerungen können auftreten. Ich bin froh, dass wir uns in dieser Sache einig sind. Durch Zusammenarbeit wird dieser Prozess reibungsloser und effektiver. Ich freue mich darauf, diesen Vorschlag dem Team vorzustellen. Ich auch. Gemeinsam können wir einen tollen Eindruck hinterlassen. Lektion 5: Technologiekauf. Ich bin beeindruckt von der Auswahl an Accessoires in diesem Geschäft. Ja, sie haben ein breites Sortiment an Zubehör für jedes Gerät. Mir ist aufgefallen, dass sie Hüllen, Ladegeräte und Displayschutzfolien anbieten. Ja, es ist toll, alles unter einem Dach zu sehen. Haben Sie schon überlegt, welches Zubehör Sie benötigen? Ich überlege, mir eine neue Hülle für mein Handy zu kaufen. Das ist eine kluge Wahl. Eine gute Hülle kann Ihr Gerät schützen. Hilfe, suchst du nach etwas Bestimmtem? Ich brauche ein kabelloses Ladegerät. Das ist so praktisch. Die sind ja fantastisch. Nie wieder Kabelsalat.
Ich liebe die Vorstellung, dass alles organisiert und ordentlich ist. Und ist Ihnen deren Kundenservice aufgefallen? Ja, das Personal wirkt sehr kompetent und freundlich. Das macht beim Kauf einen großen Unterschied. Da stimme ich zu. Unterstützung kann bei späteren Fragen sehr hilfreich sein. Außerdem können Sie uns bei der Auswahl der besten Produkte für unsere Bedürfnisse beraten. Sollen wir Sie um Empfehlungen bitten? Du, es ist immer gut, Expertenmeinungen zu hören. Ich bin gespannt, was Sie uns vorschlagen. Lektion 6: All dein Reisen. Du wirst es lieben. Reisen kann ein so aufregendes Abenteuer sein. Da stimme ich zu. Haben Sie jedoch irgendwelche Bedenken, alleine zu reisen? Ich habe dazu ein paar Gedanken. Sicherheit hat immer oberste Priorität. Das ist eine berechtigte Sorge. An welche Sicherheitsmaßnahmen denken Sie? Ich plane, in gut bewerteten Unterkünften zu übernachten und meine Sachen sicher aufzubewahren. Das ist klug. Sich im Voraus über das Reiseziel zu informieren, hilft auch. Ja, die Kenntnis der lokalen Gebräuche kann das Erlebnis bereichern. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie man auf Reisen Leute kennenlernen kann? Ja, habe ich. Vielleicht nehme ich an Gruppenreisen teil oder besuche lokale Veranstaltungen. Das ist eine tolle Idee. So fühlt man sich auf allen Reisen weniger einsam. Genau. Neue Leute kennenzulernen kann zu wunderbaren Freundschaften führen. Gibt es bestimmte Orte, die Sie besuchen möchten? Ich freue mich darauf, historische Stätten und die lokale Küche zu erkunden. Das klingt fantastisch. Essen ist ein so wichtiger Bestandteil der Kultur. Da stimme ich zu. Ich möchte alles probieren, von Streetfood bis hin zu gehobener Küche. Denken Sie einfach daran, Ihre Umgebung aufmerksam wahrzunehmen. Absolut. Ich werde immer auf mein Bauchgefühl vertrauen. Sie werden eine fantastische Zeit haben, da bin ich mir sicher. Vielen Dank. Eure Ermutigung bedeutet mir sehr viel. Lasst uns weitere Abenteuer gemeinsam planen. Lektion 7: Sich in der Stadt zurechtfinden. Vielen Dank für die Wegbeschreibung. Und wo gehen wir jetzt hin? Die Person sagte, ich solle 3 Blocks geradeaus gehen. Das klingt einfach genug. Das schaffe ich. Ja, und dann müssen wir an der Ampel links abbiegen. Verstanden. Ich werde die Ampel im Auge behalten. Wie weit müssen wir nach dem Linksabbiegen noch fahren? Sie erwähnten, dass Sie noch 2 Blocks weiter geradeaus gehen würden. Perfekt, das klingt unkompliziert. Ich frage mich, ob es unterwegs irgendwelche interessanten Läden gibt. Das hoffe ich. Wir können vor dem Abendessen noch ein bisschen die Gegend erkunden. Ja, ein kleiner Einkaufsbummel wäre schön. Glaubst du, wir werden genügend Zeit haben? Ich glaube schon. Solange wir uns nicht zu sehr ablenken lassen. Das ist immer möglich, solange ich da bin.
Ich werde dafür sorgen, dass du konzentriert bleibst. Keine Spontankäufe, zumindest nicht zu viele. Ich schätze Ihren Einsatz. Lasst uns losgehen. Na gut, 3 Blocks geradeaus. Uns erwartet ein Abenteuer und köstliches Essen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir unterwegs alles entdecken werden. Lektion 8: Vertrauen besprechen. Ich danke Ihnen für Ihre Gedanken. Das bedeutet mir sehr viel. Das freut mich zu hören. Offene Kommunikation ist unerlässlich. Hi, machst du dir manchmal Sorgen um Vertrauensprobleme in Beziehungen? Ja, das tue ich manchmal. Vertrauen ist so eine zerbrechliche Sache. Da stimme ich zu. Ist es erst einmal kaputt, lässt es sich nur schwer reparieren. Der, der Wiederaufbau erfordert Zeit und Mühe. Was ist Ihrer Meinung nach die häufigste Ursache für Vertrauensprobleme? Ich glaube, dass vergangene Erfahrungen oft unsere Fähigkeit zum Vertrauen beeinflussen. Das leuchtet ein. Menschen können ihre Altlasten in neue Beziehungen mitbringen. Der, es kann Barrieren schaffen, die die Verbindung behindern. Wie können wir Ihrer Meinung nach diese Hindernisse überwinden? Offenheit und Ehrlichkeit können helfen, Vertrauen aufzubauen. Da stimme ich vollkommen zu. Transparenz ist entscheidend. Außerdem ist es wichtig, Gefühle und Bedenken mitzuteilen. Ja, so lassen sich Missverständnisse vermeiden. Vertrauen erfordert auch Verletzlichkeit, nicht wahr? Absolut. Es kann beängstigend sein, jemanden hereinzulassen. Richtig umgesetzt kann es aber zu tieferen Verbindungen führen. Ich glaube, es ist das Risiko wert, wenn man die richtige Person findet. Absolut. Vertrauen ist die Grundlage jeder starken Beziehung. Gemeinsam können wir ein vertrauensvolles Umfeld schaffen. Lektion 9: Schnickchenjagd. Schau mal, es ist im Angebot für nur $50. Das ist ja ein super Angebot. Was genau ist es? Es handelt sich um einen hochwertigen Rucksack. Perfekt für Reisen. Wirf. Ich habe schon lange nach einem neuen gesucht. Sie sollten es sich auf jeden Fall überlegen. Es sieht sehr robust aus. Wirf. Ich schätze einen hochwertigen Rucksack. Und das Design ist auch stilvoll. Da stimme ich zu. Ich kann es sowohl für die Arbeit als auch für Reisen nutzen. Sollen wir prüfen, ob sie auch andere Farben haben? Wirf. Ich würde mich über mehr Auswahlmöglichkeiten freuen. Wenn es ein blaues gäbe, wäre das perfekt. Ich glaube, Blau würde Ihnen gut stehen. Vielen Dank. Und Sie? Welche Farbe bevorzugen Sie? Ich tendiere zu einem klassischen Schwarz. Das ist eine zeitlose Wahl. Es passt zu allem. Wirf. Außerdem sieht man darauf nicht so schnell Schmutz. Ich finde, du solltest dieses Angebot unbedingt annehmen.
Ich werde es tun. Himmels, das dürfen wir nicht verpassen. Ausgezeichnete Wahl. Das klingt nach einer Win-Win-Situation. Ich freue mich schon darauf, es bei unserem nächsten Abenteuer einzusetzen. Ich auch. Auf tolle Angebote und fantastische Reisen. Lektion 10. Planung eines Treffens. Ich denke, wir sollten einige Aktivitäten für das Treffen vorbereiten. Das ist ein guter Punkt. Aktivitäten können alle bei der Stange halten. Wir können auch gesunde Snacks und Erfrischungen für alle anbieten. Zuruf. Gesunde Alternativen werden immer begrüßt. Welche Snacks findest du gut? Wie wäre es mit ein paar Gemüseplatten mit Hummus? Das klingt köstlich. Jeder liebt einen guten Dieb. Wir könnten auch ein paar Obstbis anbieten. Tolle Idee. Sie sind farbenfroh und leicht zu essen. Sollten wir auch Getränkeoptionen in Betracht ziehen? Ja, frische Säfte oder aromatisiertes Wasser wären erfrischend. Da stimme ich zu. Es ist wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Sollen wir auch alkoholfreie Getränke anbieten? Auf jeden Fall. Nicht jeder trinkt Alkohol und es ist gut, die Wahl zu haben. Ich bin gespannt, wie sich dieses Treffen entwickelt. Ja, auch das wird bestimmt eine lustige und gesunde Veranstaltung. Lasst uns das Menü finalisieren und mit der Zubereitung der Snacks beginnen. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass alle das Essen genießen. Gemeinsam werden wir eine einladende Atmosphäre schaffen. Lektion 11. Gesunde Snacks. Lecker. Ich knabere total gerne Gemüse. Ja, auch sie sind so knusprig und erfrischend. Und diese werden gebacken, nicht frittiert, sind also gesünder. Ja, ich bevorzuge gebackene Snacks. Sie schmecken auch ohne das zusätzliche Öl hervorragend. Welche Diebs sollten wir deiner Meinung nach vorbereiten? Ich glaube, Hummus würde hervorragend zu dem Gemüse passen. Das ist eine fantastische Wahl. Es bringt Geschmack und Proteine ins Spiel. Außerdem könnten wir auch einen Joghurt-Dip zubereiten. Ja, ein Joghurt-Dieb kann eine leckere, cremige Alternative sein. Ich bin gespannt, wie diese Snacks am Ende schmecken werden. Ich auch. Gesunde Snacks können lecker und sättigend sein. Sollten wir Ihrer Meinung nach noch weitere Snacks anbieten? Vielleicht ein paar Vollkornkracker zur Abwechslung. Tolle Idee. Sie würden hervorragend zu den Diebs passen. Ich finde es toll, wie wir eine ausgewogene Snackauswahl zusammenstellen. Tja, es geht darum, gutes Essen zu genießen und gleichzeitig gesund zu sein. Ich freue mich schon riesig auf unseren Filmabend mit diesen Snacks. Ich auch nicht. Gesunde Ernährung kann Spaß machen und lecker sein. Lasst uns die Vorbereitungen abschließen und uns für die Show bereit machen. Lektion 12. Fitnessziele. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Fitnessreise.
Syluf, ich freue mich, dass wir das gemeinsam angehen können. Dadurch wird der Prozess um einiges angenehmer. Darf Wir können uns gegenseitig motivieren, auf Kurs zu bleiben. Haben Sie sich bestimmte Fitnessziele gesetzt? Ich möchte meine Ausdauer verbessern und einen 5 Kilometer Lauf absolvieren. Das ist ein fantastisches Ziel. Ich kann dir beim Training dafür helfen. Das freut mich. Irre. Mein Ziel ist es, Kraft aufzubauen und meine allgemeine Fitness zu steigern. Silva, wir können Krafttraining in unseren Trainingsplan einbauen. Ja, ich glaube, die Kombination von Ausdauer und Krafttraining ist von Vorteil. Wir können auch unsere Fortschritte verfolgen, um motiviert zu bleiben. Das ist eine gute Idee. Verbesserungen zu sehen kann unsere Stimmung heben. Ich werde ein Tagebuch über unsere Trainingseinheiten und Mahlzeiten führen. Perfekt. Das wird uns helfen, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und wir können unsere Meilensteine auf diesem Weg feiern. Das finde ich super. Belohnungen machen die Reise schöner. Gemeinsam werden wir nicht nur Fortschritte erzielen, sondern auch gesünder werden. Genau, auf unser Fitnessabenteuer. Lektion 13. Ein neues Hobby. Tatsächlich habe ich mit dem Briefmarkensammeln angefangen. Das klingt ja interessant. Wie haben Sie damit angefangen? Ich habe einige von meinem Großvater geerbt und war sofort fasziniert. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Familiengeschichte zu verbinden. Ja, jede Briefmarke erzählt eine Geschichte aus einer anderen Zeit und einem anderen Ort. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie eine Lieblingsbriefmarke in Ihrer Sammlung? Ja, das tue ich. Es handelt sich um eine alte Briefmarke aus den 1940er Jahren. Das klingt wertvoll. Was macht es so besonders? Es hat ein einzigartiges Design und eine reiche Geschichte. Faszinierend. Wie finden Sie neue Briefmarken für Ihre Sammlung? Ich besuche Briefmarkenmessen und lokale Geschäfte. Das klingt nach einem Abenteuer. Triffst du andere Sammler? Ja, es ist toll, Geschichten und Tipps mit anderen Enthusiasten auszutauschen. Ich wette, Sie haben interessante Erkenntnisse. Hast du etwas Überraschendes erfahren? Absolut. Manche Briefmarken können Tausende von Dollar wert sein. Das ist ja unglaublich. Ich hatte keine Ahnung. Es ist eine Mischung aus Geschichte und Kunst, was das sehr unterhaltsam macht. Ich verstehe, warum du es so liebst. Würdest du mir deine Sammlung irgendwann mal zeigen? Das würde ich sehr gerne tun. Es wäre toll, es mit dir zu teilen. Lektion 14. Gesunde Frühstücksoptionen. Ich vermische Mandelmilch mit einem Esslöffel Proteinpulver. Das klingt köstlich. Das möchte ich unbedingt probieren. Das ist eine tolle Möglichkeit, energiegeladen in den Tag zu starten. Da stimme ich zu. Eiweiß hält satt und zufrieden. Welche Früchte möchtest du deinem Smoothie hinzufügen? Ich denke, Bananen wären perfekt.
Sie bringen Süße mit ein. Eine hervorragende Wahl. Bananen liefern außerdem Kalium. Soll ich noch etwas Spinat für zusätzliche Nährstoffe hinzufügen? Absolut. Spinat ist eine fantastische Ergänzung. Ich liebe die Vielseitigkeit von Smoothies. Ja, Sie können die Zutaten je nach Stimmung mischen und kombinieren. Ich könnte auch noch ein paar Beeren für die Antioxidantien dazugeben. Das wird Geschmack und Farbe verbessern. Mögen Sie Ihre Smoothies lieber dickflüssig oder dünnflüssig? Ich mag meine so dickflüssig, dass man sie mit einem Löffel essen kann. Ich mag beide, aber ich glaube, ich werde mich heute für eine dünnere entscheiden. Das klingt erfrischend. Lasst uns mixen. Ich freue mich schon darauf, unsere Kreationen zu probieren. Auf ein gesundes und leckeres Frühstück. Lektion 15. Stillvolles Einkaufen. Ich habe einen tollen Laden gleich um die Ecke gefunden. Perfekt. Lass uns dorthin gehen und das perfekte Outfit für mich finden. Ich bin mir sicher, dass du in allem, was du wählst, umwerfend aussehen wirst. Vielen Dank. Ich suche etwas Stillvolles, das aber trotzdem bequem ist. Das ist ein guter Ansatz. Komfort ist bei jedem Outfit das A und O. Da stimme ich zu. Ich möchte nicht die ganze Nacht meine Kleidung zurechtzupfen müssen. Genau. Haben Sie bestimmte Farben im Sinn? Ich tendiere zu etwas hellem, wie Rot oder Gelb. Mit diesen Farben würdest du garantiert auffallen. Ja, ich möchte mich selbstbewusst und voller Energie fühlen. Sollen wir auch nach passenden Accessoires suchen? Siluf, eine schöne Halskette oder Ohrringe wären perfekt. Ich kann mir das komplette Aussehen schon vorstellen. Du hast ein gutes Auge für Mode. Ich schätze deine Hilfe sehr. Vielen Dank. Einkaufen macht in guter Gesellschaft mehr Spaß. Da stimme ich zu. Es macht das Erlebnis viel angenehmer. Lasst uns in diesen Laden gehen und sehen, was wir finden können. Ja, ich freue mich schon darauf, ein paar Outfits anzuprobieren. Gemeinsam finden wir den perfekten Look für Sie. Lektion 16. Der Flug der Amelia Earhart. Wussten Sie, dass Earhart und Nunnan am 2. Juli von Neuguinea aus gestartet sind? Ja, sie flogen in Richtung Hovlandinsel. Das war ein wahrhaft historischer Flug. Sie wollten Luftfahrtgeschichte schreiben. Siluf, aber es war auch ziemlich riskant. Der Pazifische Ozean ist riesig und die Navigation war damals eine Herausforderung. Ich bewundere ihren Mut, eine so lange Reise zu wagen. Ich auch. Sie waren wahre Pioniere der Luftfahrt. Was ist Ihrer Meinung nach während Ihres Fluges schiefgelaufen? Es gibt viele Theorien, aber niemand weiß es genau. Es ist so rätselhaft. Die Verschwinden hat viele fasziniert. Ich frage mich, wie Sie sich gefühlt haben, als Sie sich Ihrem Ziel näherten.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie gleichzeitig aufgeregt und ängstlich waren. Ja, sie waren ihrem Ziel so nah. Ihre Geschichte inspiriert auch heute noch viele angehende Piloten. Genau, es erinnert uns daran, trotz aller Risiken unsere Träume zu verfolgen. Ich schätze es sehr, wie Ihr Vermächtnis in der Geschichte der Luftfahrt weiterlebt. Lasst uns tiefer in ihre Geschichte eintauchen und mehr erfahren. Lektion 17. Diskussion globaler Probleme. Ich habe über die Möglichkeit eines nuklearen Holocausts nachgedacht. Das ist ein ernstes Thema. Was hat Sie zu diesem Gedanken veranlasst? Ich habe einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, wie manche Nationen sich weigern, zu verhandeln. Ja, das habe ich auch gesehen. Es ist gelinde gesagt besorgniserregend. Manche Führungskräfte scheinen zu glauben, dass sie Konflikte gänzlich vermeiden können. Das ist eine gefährliche Denkweise. Das Problem zu ignorieren lässt es nicht verschwinden. Genau. Intelligente Versuche, diese Angelegenheiten zu diskutieren, sind unerlässlich. Ein offener Dialog könnte dazu beitragen, die Spannung zwischen den Nationen abzubauen. Wenn sich aber eine Seite weigert, sich zu engagieren, verkompliziert das die Sache. Tja, dadurch entsteht ein Kreislauf aus Angst und Misstrauen. Ich frage mich, wie wir die Kommunikation fördern können. Vielleicht könnten internationale Organisationen eine größere Rolle spielen. Das ist eine gute Idee. Sie können Diskussionen erleichtern. Dies erfordert jedoch die Bereitschaft aller Beteiligten. Stimmt. Ohne das wird der Fortschritt langsam sein. Es ist frustrierend, über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Ja, wir müssen uns für Frieden und Verständigung einsetzen. Gemeinsam können wir das Bewusstsein für diese wichtigen Themen schärfen. Da stimme ich zu. Jedes Gespräch kann zu einer besseren Zukunft beitragen. Lektion 18. Filmerlebnisse. Das stimmt. Filme anzusehen kann ein sehr angenehmes Erlebnis sein. Wie lange dauerten die Besichtigungen bei Ihnen im Durchschnitt? Das hängt vom Film ab, aber normalerweise plane ich 2 Stunden ein. Das klingt vernünftig. Ich versuche es genauso zu machen, besonders bei längeren Filmen. Ich finde, dass mir Planung hilft, konzentriert zu bleiben und mich ohne Unterbrechungen zu konzentrieren. Tja, so kann man leichter in die Geschichte eintauchen. Wollen Sie diesen Monat mehr Filme sehen? Riecht ihr das? Ich möchte verschiedene Genres und Regisseure entdecken. Das ist eine tolle Idee. Abwechslung sorgt für Spannung. Welches Genre gefällt Ihnen am besten? Ich liebe Dokumentarfilme. Sie sind informativ und fesselnd zugleich. Die gefallen mir auch sehr. Sie eröffnen mir oft neue Perspektiven. Haben Sie einen Lieblingsdokumentarfilm, den Sie empfehlen würden? Tja, 13th ist eine eindringliche Auseinandersetzung mit dem Thema Rasse in Amerika. Davon habe ich schon gehört. Ich werde es auf jeden Fall auf meine Liste setzen. Irre. Gibt es Filme, die ich deiner Meinung nach unbedingt sehen sollte?
Ich empfehle das Social-Media-Dilemma. Es regt zum Nachdenken an. Ich werde es mir ansehen. Danke für den Tipp. Lasst uns bald einen Filmabend planen, um unsere Lieblingsfilme zu teilen.